Es ist mal wieder Zeit für Effekte. Wir schauen uns This is what movies really look like an. Let's go. What you're watching was made in the last few decades. You can bet that. Oh, das ist schon wieder interesting. Be prepared für VFX Talk, Leute. Warum das hier, by the way, so krass aussieht, ist der wichtigste Part, um den Effekt hier gut aussehen zu lassen, ist nicht der Greenscreen oder sowas, sondern die paar Steine hier auf dem Boden, dass der wirklich auf Steinen geht. Und ich wette mit euch, die werden den Greenscreen auch nicht wirklich genutzt haben. Die werden ihn einfach per Hand ausgerotoscoped haben. A large majority of what you're seeing is computer generated. Majority of what you're seeing is computer generated. My question is, what the hell? CGI. Movies sind so lustig ohne CGI aus manchmal. Special effects have completely taken over Hollywood, and most of the movies made there today would be der Moment mit Groot war so schön. Impossible without it. But there's a lot of work involved in creating these movie masterpieces after filming. Das ist richtig, übel viel Arbeit. So what does it look like before? Well, oh, die Szene ist krass. Einfach so Typen. Ey, diese Mocap-Suits, ich habe mir, by the way, oh mein Gott, das muss ich euch noch erzählen. Ich habe mir, by the way, genau so eine Mocap-Suit bestellt. Das heißt, wir können bald auch Mocap in unsere Videos machen, wo ich hyper Bock drauf habe. Die muss noch erst ankommen, aber da habe ich mega Bock drauf. Funny. By the way, don't forget to hit that subscribe button if you haven't already. Let's ja, könnt auch mal hier abonnieren. Einfach mal ein Abo da lassen. Get it on. Avengers Infinity War. Oh, da gibt's viele krasse. If there's one genre that makes full okay. Machen die so das Fliegen? Full use of all the wonderful things CGI can give them, it's superhero films. Das ist Marvel wohl wahr. just loves its CGI. Of course, once all the work. Es ist ja immer so, Alter. Der Greenscreen bringt auch einfach gar nichts hier. Der Bluescreen. The work has gone into it and it's up on the big screen. It looks awesome. So it's pretty fun to have a look behind the scenes and see just how. Einfach nur, guck mal. Einfach nur um den Wald ein bisschen, anstatt dass sie in echten Wald gehen die in ein bisschen Wald, um dann da Bluescreen hinterzupacken. Warum hier Bluescreen? Natürlich, weil der Wald sonst grün ist. Sure, some of them are lucky enough to play more human characters and get the cool Black Panther or Iron Man suits, but naja, wirklich, die sind halt auch eher so Motion Capture Suits. The rest of them? Well, they're just some guys standing in a warehouse with Ich find's interessant. Ach so, Thanos steht deswegen auf so einem Ding, damit der von der Höhe her richtig ist. But the absolute crowning joy of all this is Josh Brolin trying to play Thanos. Sure, he's a pretty imposing character in the films, but that's just the problem. The character is way taller than Brolin. So what kind of costuming magic has the team come up with to help him achieve that on set? Jetzt kommt dieses Ding, was wir schon in einem Video gesehen haben, diese Dinger. Cardboard cutout of Thanos' face on a stick and taped it to Brolin's back. Aber gut, Avengers Infinity War haben wir schon gesehen, aber zu Guardians haben wir noch nichts gemacht. Warte mal, bring mal weiter. Iconic characters from Guardians of the Galaxy. Cinema. Ey, ich schwöre, Guardians ist mit meiner absoluten Lieblings-Marvel-Filme. So what? All rolled up into one film, you know where to turn. Guardians of the Galaxy. That film ohne Scheiß, mit die besten Marvel-Filme, actually uses plenty of. Hier ist, by the way, natürlich auch Bluescreen. Es gibt bei Guardians of the Galaxy gibt es so einen richtig lustigen Moment. Bei Animationsleuten, die tanzen halt oft irgendwie Sachen vor, einfach so aufgenommen und dann wird das per Hand nachanimiert, einfach um so eine Referenz zu haben. Hier sieht man das UV-Mapping, das heißt, wie die Texturen sich drehen, je nachdem, wie der Fußbild gedreht wird und so. Das ist halt auch mega funky. Was ich aber zeigen will, ist unbedingt eine Szene mit Yondu. Und zwar, das ist so krass hier, warte mal. Eine Sache muss ich euch noch zeigen kurz. Wenn man sich denkt, okay, so Rocket ist einfach krass, weil es ein 3D-Modell, was wirklich unter so 3D-Modellen abgeht, ist halt noch viel krasser. Man hat dann erstmal den Layer mit dem Fell. Wenn man den wegnimmt, kommt da drunter halt die Haut. Da drunter kommt noch eine Ebene mit den wirklich anatomisch, das sieht jetzt mega scary aus, aber mit den anatomisch korrekten Muskeln. Was nämlich passiert ist, dass wenn ein Charakter sich bewegt, dann wird nicht einfach nur das Ding bewegt, sondern die Muskelmasse wird quasi simuliert, als würden sich die Muskeln wirklich bewegen. Deswegen wenn man jetzt, okay, das wird jetzt ein bisschen cringe, aber wenn man die Muskeln anspannt, Mini-Bizeps, wenn man die Muskeln anspannt, dann bewegt sich die Haut ja, also beziehungsweise deformiert sich die Haut ja. Und das simuliert man damit auch noch mit. Und darunter hat man dann noch das Skelett. Das heißt, man baut wirklich anatomisch korrekten Charakter, nur um den richtig zu bewegen, was saukrass ist. Aber das Eigentliche, was ich euch zeigen wollte, ist eine Szene mit Yondu, wo man einfach sagen muss,
why the fuck ist der Bluescreen? Es ist so lustig, das ist so gefühlt, hatte irgendjemand am Set nicht aufgepasst. Warte, das ist so fucking lustig. Hier, diese Szene mit Yondu, legendary, einfach nur legendary. Achtung, Yondu ist blau, halten wir kurz im Kopf. Und dieses ganze fucking Set ist einfach blau. Es kommt gleich noch eine Szene, die das noch besser verdeutlicht. Erstmal krass, übel kranke Effekte, das sieht super schön aus, aber jetzt kommt der best Moment. Moment. So, jetzt kommt noch mal kurz ein Breakdown, da sieht man nochmal alles 3D und so, mega krass, super schöne Szene, übelst kranke VFX, aber hier dieser Bluescreen, das heißt, die mussten den einfach gegen blauen Hintergrund ausschneiden. Hier sieht man es nochmal. Das ist halt super schwierig, da den Unterschied zwischen deinem Gesicht und dem Bluescreen zu erkennen. Hier hätte man halt bei dem Shot, zumindest hier direkt, hätte man auf jeden Fall Bluescreen nutzen können. Und ich finde es auch mal wieder funny, dass tatsächlich nichts von dem Set genutzt wurde, von dem hinten. Also dieses ganze Ding hier hinten wurde einfach komplett weggeschnitten, aber immerhin wurden die Geländer hier behalten. Das heißt, die Geländer mussten auch noch ausgeschnitten werden. Aber das fand ich einfach nur viel zu lustig. Dass hier einfach blauer Charakter ist und alles andere ist auch blau. Da wäre vielleicht ein Greenscreen schlauer gewesen. Fiel mir gerade nur so ein, kleine Detour. Of actual makeup and costumes to bring its characters to life. Guardians ist aber so ein geiler Film, Mann. That those two icons, Groot and Rocket, were computer generated. Auch wieder so ein geiler Hut, It's Alter. well worth watching some of the behind-the-scenes shots. Ey, auch so ein, einfach so ein Plüschtier, das ist so fucking lustig. The huge green screens in the background to the spaceship bits and all the actual real-life pyrotechnic explosions. A lot of explosions. But Ja, so Explosionen sehen immer am besten aus, the wenn man best reason to Practical take a macht. look behind the camera is Rocket. Oh, yeah. When he's still just director James Gunn's younger brother Sean, crawling around the set in a green suit. He seems Ich wusste gar nicht, dass der jüngere Bruder von dem to Regisseur be ist. really playing the Krass. part too. Shame they animated his face out. Aber das ist echt krass, den ganzen Tag so rumzukriechen. Jurassic World. Oh, After jetzt kommen die seeing Dinos. this, you're going to want to start campaigning for a re-release of Jurassic World pre-dinosaur. Sure, we should mention how well all the actors are doing since Alter, ich finde auch einfach mal an der Stelle muss man auch immer ein Appreciation für die VFX-Artists da lassen, die das zum Leben erwecken. Das ist immer there are no krass. monsters to be Das ist frightened immer of, absolut but the krass. bigger issue here is just how entertaining it is to watch a pole with a light on the end standing in for a T-Rex. There are so many Quasi dasselbe wie ein T-Rex. great moments in this behind-the-scenes footage. Boah, Alter, hat da jemand, warte mal. Hat jemand da den Rauch Light on the end gerotoscoped? Warte standing in mal. for a T-Rex. There are so many Die haben nicht ernsthaft den Rauch, oder, Nee, nicht ganz. Okay, der Rauch, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Rauch gekeyt haben. Zumindest teilweise. great Krass. moments in this behind-the-scenes footage, like this moment where a crew member sticks his hand through a hole in the wall and makes it snap at the children, or this moment where Chris Pratt has to have a tender moment with a styrofoam dino head on a stick, or Aber es ist so krass, wie die das dann weitermachen, this, ne? which I can only assume is the start of a new dinosaur-themed. Die Frage ist, man fragt sich jetzt vielleicht, warum haben die diese Hüte auf? Brauchen die ähnlich? Ist doch Mocap. Erstens, damit sich die Leute ein bisschen mehr reinfühlen können. Zweitens, damit diese Tracking-Marker ein bisschen anatomisch korrekter sitzen an dem Kopf. Boy band. We really do need a whole film like this. Planet of the Apes. Remember Terry Notary, Harrison Ford's Planet of the Apes ist einer der krassesten Motion-Capture-Filme überhaupt. dog? Well, before he was a dog, he was the world's leading ape guy. He's played apes in all kinds of films, but his most famous work was in the Planet of the Apes franchise. Alter, sich auch erstmal zu lernen, zu bewegen wie ein Affe ist übel But as krass. good as he is at switching from one sort of ape to another, Also allein so darüber zu pesen über so ein Auto with dann. nothing but some ist arm krass. stilt things and his physical acting ability, he couldn't play all so those krass. apes on his own. They needed one actor for every ape because they wanted the first film of the new series to be the only motion capture film to shoot on location outside at that time. So Das ist halt auch eine krasse Leistung. Warum ist es eine krasse Leistung, Motion Capturing außerhalb von einem Studio zu machen? Ganz einfach, weil in diesen Motion Capturing Kameras mit Infrarot funktionieren, sind extrem empfindlich für Sonnenlicht und draußen hast du halt Sonnenlicht, weswegen du da echt spezielle Technik brauchst und das ist technisch eine hyperkrasse Leistung. how did they do that? They got a bunch of adults and Gollum, otherwise known as Andy Serkis, Andy together in a Serkis room. einfach Legende. Andy Serkis Made Legende, them go period. to ape school with Notary as their teacher.
Game of Thrones. It won't surprise you that Ich habe Game of Thrones nie zu Ende geguckt, muss ich mich Game of outen. Thrones was Irgendwie nach dem Battle of the Bastards hat es mich irgendwie ein bisschen verloren. Ich weiß auch nicht full of warum. CGI. Not only because dragons don't actually Alter, die exist, Drachen but sind also krass. because that would be a pretty big world to build in real life. There were some bits filmed on location, but the more elaborate the story got, the more CGI came in, and suddenly Umso teuer wurden auch die Emilia Staffeln. Clarke was sitting on a huge Aber das ist auch wieder krass. Guck mal, die waren so eine komplette Hydraulikkonstruktion. Nur für so einen Drachen. Das ist schon krass. bucking bronco in a warehouse somewhere, Das ist wondering so how krass. she's meant to act like she's controlling a dragon. She wasn't the only Aber sie macht das echt actor gut. facing those kinds of challenges either. Imagine pretending Und natürlich, mal ganz nebenbei, die VFX-Artists, die dann daraus einen Drachen you're machen. in choppy seas and on fire while fighting a war, when you're actually just standing on a boat in a car park with 60-foot high green screens around you. But the very best Da kommt halt Has to Acting be ins Spiel. Aber auch das wird halt bald der Vergangenheit angehören, wenn du halt dir sowas hier anschaust. Weil jetzt so der neueste Shit sind halt nicht mehr Greenscreens, sondern die LED-Volumes, die zum Beispiel bei Mandalorian nutzen, wo die halt quasi anstatt ein Greenscreen einfach riesen LED-Leinwände um die Leute rumbauen, was halt übel geil ist, weil du halt in Camera direkt die fertigen Effekte hast und die perfekten Reflexionen auf sowas wie Metall hast, weil es halt wirklich LED einfach ist. Und im Zuge davon auch noch die Greenscreen einfach Spaß und die Schauspieler auch wirklich sehen, wo sie sind. Das ist so krass, was die da machen. Hier ist übrigens auch Optitrack-Kameras, die ich auch habe. Das ist safe die Zukunft. Der Hintergrund wird übrigens generiert mit Unreal Engine. Ja, übel crazy. zombie polar bear, which isn't just challenging because it's faceless and green like Oh, die haben wirklich Feuer most genommen. models, but because it's That's actually crazy. hilarious. Das ist krass. Fürs Licht haben die da echt Feuer Probably reingemacht. set it on fire just to give actors one thing to be scared of. Und vielleicht haben die sogar ein paar von den echten Flammen als im echten Shot noch behalten. Und vor allem auch noch eine Sache, wenn du echtes Feuer am Set hast, kannst du immer dein Fake-Feuer mit dem echten Feuer vergleichen und so ein besseres Ergebnis erzielen. Solo, a Star Wars story. You can't get any bigger Den Film fand ich so okay. in Hollywood Den fand ich nicht than so krass. Star Wars. Combine that legendary series of sci-fi films Aber with Star Wars ist einfach megastar geil. Phoebe Waller-Bridge, and you're bound to get something amazing. It's no surprise they gave her the role of spirited droid L337, since she's known for her quick wit in front of the camera and as a writer. And they did give her freedom to improvise, but not with one surprising element. They didn't let her act like a droid. What? Well, I guess it worked, but that's gotta be a challenge, especially when your whole body is covered in wires Aber es ist interessant, dass sie dir trotzdem so ein and Kostüm robot gegeben bits haben. and all your human Das, was daran stressig ist, man hat ja im Film gesehen, hier, das muss ja alles ersetzt werden. Das muss ja alles parts are ersetzt hidden werden. behind a green suit. It looked great in the end, but imagine shooting a whole film with your face in green mesh. She's Corona-konform. a consummate professional. Dumbo. Picture Oh, den it. Film habe ich gar nicht Cute gesehen. little baby elephant in your Aw. mind. Now imagine Süß. what could possibly stand in for a CGI version in a film. Ein Plüschtier. Maybe a model or something? How about a human man? It wouldn't be my Alter. first choice, but that's what they did on Dumbo. Apparently it helps the animators create accurate movement. Ja, das ist halt Referenz für die Animation einfach. Man braucht so ein bisschen Referenz, okay, um zu sehen, wenn jetzt jemand genau diese Kisten hochgeht, wie genau dreht sich das Knie ein und so. Weil das kann man sich halt nicht einfach alles ausdenken. Movements, but Ed Osmond must have worked pretty hard to get that right, because he isn't anywhere near the same shape as Dumbo. Watching the footage back, it seems like they just wanted someone they could watch roll down a ramp a few times. Nee, es ist auch wichtig für die Kameras. Also das muss ich sagen, da tut das Video dem ein bisschen ungerecht so. Die haben das natürlich auch drin, damit die Kamera weiß, wo sie hinfilmt und also so Because eine it's Sache. Das ist much schon more wirklich entertaining wichtig. when a human does it than a model of a baby elephant. He was very committed though. I hope his work paid off. The Call of the Wild. The Call of the Wild didn't get the best reception Oh ja, stimmt. Das ist krass, weil die ganzen Hunde. Alter, das sieht aus wie einfach ein Bild von einem Hund, der ist aber CGI. from Und das ist critics krass. or audiences, which is surprising because normally people go crazy for anything with Harrison Ford in it. But there was one group who were very happy about it, animal activists. That's because it's a Das ist so krass einfach, weil die Hunde sehen so echt movie aus. about a dog, but with So no krass. dog in it, guaranteeing that no animal cruelty happened on set. But how do you make a dog movie? Das Einzige, was es so ein bisschen away gibt, ist halt die Expression, weil es so sehr cartoonisch ist. Aber
so, wenn man einfach nur ein Bild sieht, sieht der Hund einfach fotorealistisch aus. No dog. You call Absolut krass. Terry Notary. He's Hollywood's go-to guy for motion capture animals. He was once a Cirque du Soleil performer and now is better known for playing apes in all sorts of movies, but some people would say his career hasn't changed much. He's still running around in a leotard doing odd things, like walking around on arm stilts, trying as hard as any human ever has to convince everyone around them that their hair Aber das ist halt auch so eine Sache. Das hilft den Schauspielern halt auch einfach, ne? Ford's dog. This is a job you can actually do as an adult. What a world. Deadpool. Deadpool hat auch ein paar richtig nice Sachen. Deadpool ist übrigens auch interessant. Deadpool wird sogar mit Premiere geschnitten. Deadpool has become one of the biggest smash hit films of our time, but that kind of thing doesn't come easy. They gave themselves an incredible challenge by writing Colossus into the films. Naja, so Metallmenschen ist halt eigentlich, also würde ich jetzt sagen, noch relativ dankbar, weil Metall kann man CG-mäßig heutzutage relativ easy und geil machen. The production team were determined to get him just right, so they pulled out every trick up their sleeve, which meant Sieht aber auch he echt ended gut up aus. being played by 4 performers and a shiny silver ball on a stick. No, Ja, warum hat man diese shiny Sachen genommen? Damit man Referenzen für die Reflexion hat. Genauso deswegen auch dieser Chrome-Kopf und so. Damit man halt wirklich diese Reflexion aus der Kamera rausnehmen kann und die dann halt auf das 3D-Modell projizieren kann. Von diesem, ich sag mal, Chrome-Ball hier. Damit du halt die realistischen Reflexionen kriegst. Das ist so eine Technik. Jo. oh, seriously. There was one actor in, you guessed it, one of those horrible motion capture suits shooting Horrible nicht, die sind schon reference cool. movements in a studio. Then they got in another actor to shoot on location in yet another unflattering motion capture suit. But even though he towered over everyone at 6'9" he still wasn't tall enough. So the team put him in platform shoes to match his awful suit. Aber das ist geil, weil dann können die Schauspieler halt hochgucken. Ich muss sagen, Transcendental, cooler Channel sonst immer, aber so für effektmäßig finde ich ein bisschen unfair, muss ich wirklich sagen. Also das ist sehr, sehr gute Effektarbeit, die wir hier Then they sehen. got a voice actor in to do his dialogue and went to the extra measure of splattering special paint all over his face to capture his facial movements with ultraviolet light, so they could combine das Modell ist in krass. his face with another actor's face with Colossus's strong jaw. I hope you're following this because I'm not sure I am. Plus, there was the shiny ball that the animators used to make him correctly shiny, and plenty of new software inventions. Ich glaube nicht, dass es dafür extra neue Software gibt, weil so Metall können wir schon sehr lange sehr gut machen. Beauty and the Effektmäßig. Beast. Oh, der Film war auch krass. Grand dance Der war auch sequences cool. and ballroom gowns like this one used to be a staple of Hollywood cinema, and anyone who doesn't know what movie this is from could easily mistake it for a set of a 1950s musical, if it weren't for the guy in the bulging gray alien-like motion capture suit. Aber auch da ist wieder krass, weil du musst überlegen, also die müssen den hier erst komplett aus dem Shot rausnehmen, das heißt alles, was dahinter ist, neu machen und dann da was drüber zu bauen, das ist krass. Sure stood out on those ornate Das ist sets krass. on Beauty and the Beast. Und da auch immer Props an Emma Watson, dass sie da so, sich so And he reinfühlen didn't kann. have a very easy time playing the part, with his body all contorted in his suit. Und auch das Rotoscoping, ne? Also du musst überlegen, man muss dann ja auch noch die Haare zum Beispiel von Emma Watson einzeln ausschneiden, damit sie wieder vor dem 3D-Modell von dem Beast sein können. Still, most actors Sehr, sehr wait krasse their whole Arbeit. career for Holy a strong shit. money shot where they know their face will fill the silver screen from top to bottom, and he sure had plenty of those doing his very unusual face acting with 3 cameras right up close to him. I'm sure it was everything he dreamed it would be. Alter, das war aber ein bisschen harsches Video, fand ich ein bisschen schwierig, aber coole Effektshots nevertheless. Hat man einige coole Sachen wieder gesehen.